Xincal hier im Nordwesten von Argentinien ist ein bedeutender Inka-Platz. Sehr spät, der ist erst 1990 ausgegraben worden und hat dann hier eine gewisse Bedeutung erreicht. Provinzhauptstadt, religiöses und kulturelles Zentrum, aber auch Verwaltungssitz, liegt am südlichen Ende des Inka-Straßensystems. Für uns ist das alles neu. Wir haben uns mit der Inka-Archäologie noch nicht so groß auseinandergesetzt. Was wir jetzt hier sehen, ist der Aufgang zum Zeremonialhügel. Die ganze Anlage ist dem Bauplan von der Inka-Stadt entsprechend aufgegliedert. In Osten und Westen befinden sich zwei Hügel, die hat man hier erhöht zu Plattformen für Zeremonienzwecke, genau ausgerichtet nach dem Sonnenstand, Tag- und Nachtgleiche. Und in der Mitte der Linie befindet sich dann der Hauptaltar, wobei Altar wahrscheinlich nicht der korrekte Begriff ist, wurde nicht nur zeremoniell benutzt, sondern auch für öffentliche Zwecke. Das ist ideal jetzt hier für uns zoologische Nullchecker. Hier sind die 4 Kamilarten erklärt, die hier in Südamerika vorkommen, die wir vielleicht hoffentlich mal sehen. Also das Guanaco und das Lama, was wir gelesen haben, wussten wir es nicht. Das Guanaco ist die Wildform, das kleinere, und das Lama ist dann die gezüchtete Form. Haben wir schon eins gesehen, heute vom Auto ist eins gestanden. Und im Hochland gibt es Vikunjas, das ist die Wildform, ziemlich klein, haben ein ausgeprägtes Fell, und die werden dann so den lustigen Alpakas, die immer so ein bisschen doof reinschauen. Der erste Tag hier in der Puna im Hochplateau Nordwestargentiniens. Wir sind permanent über 3000 Meter ist hier alles. Noch sind wir ganz am Anfang. Fahren jetzt gerade auf den ersten Vulkan hierzu, Karachi Pampa. Das ist so ein Gebiet, wo auch kommerzielle 4x4 Gruppen herfahren. Insofern noch nicht so abgelegen, noch nicht so spannend. Unser Ziel sind die abgelegenen Routen ganz im Westen, aber es ist hier schon unglaublich beeindruckend. Eine Mondlandschaft, völlig anders als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Extrem karg, keine Pflanze. Das ganze Gebiet ist durchzogen von Vulkanen, trockenen Hochebenen, Lagunen, wo noch Wasser teilweise ist mit Flamingos, und jeder Menge von diesen ausgetrockneten Lagunen, den Salzseen, den Salaren.
direkt an der Straße hier, an der asphaltierten Straße, sind die Lavaströme zum Erliegen gekommen. Und da haben wir ein ganz besonderes Phänomen, sowas haben wir noch nie gesehen. Glockensteine. Ich glaube, wie ein tibetanischer Tempel ist das fast. Ja. Also wenn du jetzt die richtigen findest, dann kannst du eigentlich alle meine Entlein versuchen hier. Aber Das ist schwer. heute sind wir unterwegs zum Vulkan Galan. Da musste man das Auto wechseln, konnte man nicht mit dem LKW fahren. Haben uns jetzt einen Führer genommen, der uns mit dem Toyota durch die Schlucht fährt, weil die so eng ist, da kommt man mit dem LKW nicht durch, da gibt es keine Chance. Aber das ist was Spektakuläres, was wir eigentlich sehen wollen und insofern müssen wir uns da mal ein anderes Auto nehmen. Der Vulkan Galan gilt als einer der größten Supervulkane, explosiven Supervulkane der Erde, ist zusammen mit Yellowstone hier am amerikanischen Kontinent der größte. Die letzte große Eruption war vor 2 Millionen Jahren, da müssen wir also nicht groß Angst haben, dass jetzt gleich was passiert. Hat eine riesige Menge an Material hier in die ganze Puna-Ebene geschleudert. Die pyroklastischen Ströme waren 100 Kilometer lang. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man das im Vergleich zum Vesuv sieht, wo es gerade mal nach Herculaneum gereicht hat. Und die Caldera, hier der Kraterrand, geht bis 6000 Meter hoch. Vor uns ein riesiger Salar unter dem gastfreundlichen Namen Hombre Muerto, also der tote Mann. Da fühlt man sich schon wohl, wenn man herkommt. Das ist wahrscheinlich weltweit die größte Lithiumabbaustätte. In dem Dreiländerdreieck Chile, Argentinien, Bolivien sind vermutlich 60% der weltweiten Fördermengen im Moment. Wir fahren auf den alten und auch neuen ausgebauten Minenstraßen hier. Das kommt uns natürlich zugute, weil hier die großen Laster fahren. Der Lithiumabbau ist nicht unumstritten, der hat ziemliche ökologische Konsequenzen. Beim Lithiumabbau ist relativ viel Wasser nötig.
Das Grundwasser und auch die kleinen Bäche, die wir gesehen haben, die werden hier natürlich entsprechend genutzt. Die lokale Landwirtschaft, die Bevölkerung leidet, die hat zu wenig Wasser. Andererseits, wir haben mit einigen Leuten im Dorf gesprochen, die sehen es durchaus auch positiv. Bis vor einigen Jahren sind in Antofagasta fast alle jungen Leute in die Großstädte abgewandert. Heute haben sie Perspektive. Fast alle arbeiten für die Minengesellschaften und sind eigentlich ganz glücklich, weil die in US-Dollar bezahlen, relativ gut bezahlen. Ein Aspekt, den man sich hier ganz gut vor Augen halten kann, ist, welchen Aufwand das bedeutet, hier Lithium zu gewinnen. Über 4000 Meter sind wir. Hier werden die Minen betrieben mit Diesel. Permanent fahren schwere Laster an uns vorbei. Da wird das Lithium hier abtransportiert, wird dann mit Schwerölschiffen nach China transportiert, wo die Batterien hergestellt werden und dann wieder mit Schiffen nach USA oder Europa, wo sie dann gebraucht werden, gebracht. Und natürlich darf man nicht nur sehen, dass die Lithiumabtransporte mit Diesel passieren, sondern der gesamte Unterhalt dieser Minen, also Generatoren. Hier gibt es keinen Netzanschluss, die werden alle mit Generatoren versorgt, alle Arbeiter hier, die hier leben. Alles Material, alles Essen, alles Wasser wird hier hergebracht mit schweren LKWs, die alle mit Diesel fahren. Das ist sicherlich in der Summe zu berücksichtigen und muss man mal durchrechnen, wäre eine interessante Kalkulation. Was man hier noch als aufstehende Mauerreste sieht, die Ruinen einer Minenstadt am Rande vom Salar Hombre Muerto, toter Mann. Ganz beeindruckend zu sehen hier die Größe. Es muss unglaublich anstrengend gewesen sein, hier zu arbeiten. Auf 4200 Metern liegen die Eingänge zu den Stollen. Hier unten die Wohnbebauung und die Verarbeitungsgelände. Die Mine ist schon zu Inka-Zeiten bekannt gewesen und genutzt worden und wurde dann von Europäern weiter betrieben, allerdings nicht lange, so um die Jahrhundertwende, 20. Jahrhundert ist es dann vorbei gewesen. Man sieht noch ein paar Metallteile hier, die von der industriellen Nutzung zeugen, aber wahrscheinlich war es dann das Goldvorkommen einfach nicht ausgewiesen genug, dass man hier an den unglaublichen Arbeitsbedingungen und Abgelegenheit das gefördert hat, noch weiter. Die eigentlichen Erzvorkommen, Goldvorkommen waren dann hier in den Bergen oben. Gibt es noch einzelne Tunnel, die in den Berg geschlagen wurden. Die sieht man hier ungefähr, die Eingänge. Da geht man jetzt nicht drauf. Uns hat die Nacht ganz gut zugesetzt, hier auf gut 4000 Meter zu übernachten. Nicht nur die Höhe, sondern vor allem auch dieser Silikatstaub, der überall in der Luft liegt. Ich bin jetzt an einem Stand von einem Einheimischen. Schauen wir mal hier, was es hier gibt. Am Straßenrand ist meistens das Beste. Frische Aprikosen, Trauben, lecker, Tomaten, Paprika und der ganz berühmte Käse. Queso de cabra. Käse de Cabra, also Ziegenkäse. Den probieren wir jetzt mal. Er hat mir schon ein Stück hingerichtet. Oh, sehr lecker. Hier Frühstücksstopp in den Bergen. Der Film jetzt so, das schaut so aus, als ob wir da stundenlang schon gelaufen wären. Dass wir mit dem Taxi hochgefahren sind, das erzählen wir jetzt mal lieber niemand. Aber zumindest zurück ins Dorf werden wir dann laufen.
kurz vor der bolivianischen Grenze, hier ganz im Norden von Argentinien, in der Region Jujuy. Fahren wir auf über 3000 Meter eine Grenzstation jetzt hier, ein kleines Dorf. Wir haben noch die letzten Sachen versuchen zu kriegen und dann nach Bolivien rüberfahren. Argentinien waren wir jetzt fast 3 Monate, hat uns insgesamt wahnsinnig gut gefallen. Ist ein total entspannt zu bereisendes Reiseland. Man hat vielleicht, das Einzige, was man vielleicht da sagen kann, das ist nicht besonders abenteuerlich für uns, wenn man Westafrika kennt, ist direkt befremdlich. Die Polizei ist unglaublich freundlich, begrüßt einem, will einem helfen und wünscht einem gute Weiterfahrt, will nicht einmal ins Auto schauen und nicht einmal fragt einer mal nach Geld oder irgendwas. Das ist für uns relativ neu, aber natürlich macht es umso einfacher. Es ist sehr europäisch und hat uns gut gefallen. Wie gesagt, wenn man vielleicht noch was sagen, wenn man noch was aussetzen will, ist, wenn man kein Fleisch isst, ist vielleicht nicht ein ideales Reiseland. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie wir in Bolivien das empfinden. Nach allem, was wir gehört haben, soll es ein sehr schönes Land sein. Die Leute unglaublich freundlich, einfacher und vielleicht mehr lateinamerikanisch, weniger europäisch geprägt als Argentinien. Wir reisen hier aus der Puna, also aus der Hochebene Argentiniens, in die Hochebene Boliviens ein. Also es ist alles über 3000, 3500 Meter jetzt, selbst die Grenze, in Richtung Norden. Und in Bolivien heißt es dann Altiplano und da sind die berühmten Salzseen. Und da werden wir schauen, dass wir nicht die touristischen Routen fahren, sondern ein bisschen an die anderen Salzseen rankommen, wo ein bisschen weniger los ist. Weil hier im Norden, muss man schon sagen, ist also einiges an Tourismus. Vor allem ich freue mich auf Bolivien. Argentinien ist ein schönes Land, aber eben wenig abenteuerlich. Und vor allem die Höhe hat uns zu schaffen gemacht. Ich denke, das war somit das Herausforderndste für uns. Weil sonst ist eigentlich alles da, was man braucht. Die Leute sind freundlich, die Natur ist herrlich. Man kann überall wandern gehen, schön spazieren gehen. Aber so das richtige Abenteuer und das Fremde, nach was wir oft suchen, ich denke, das kommt jetzt dann vielleicht. Jetzt geht es zur Grenze nach Bolivien und jetzt sind wir gespannt, wie das klappt. Wir haben nämlich alle Papiere für den Nestor vor allem besorgt. Der braucht für jedes Land dann immer extra Gesundheitszeugnis. Die Grenze nach Bolivien war überhaupt kein Problem. Wir haben 1,25 Stunden gebraucht. Wäre noch schneller gegangen, wenn wir uns die richtigen Formulare schon vorbereitet hätten. Auf jeden Fall, jetzt sind wir hier. Bolivien sieht gleich ganz anders aus. Also wir fühlen uns jetzt wie in Afrika. Das gefällt uns schon noch mal deutlich besser. Hier Staubstraßen. Tupiza Stadt, erster Stopp hier in Bolivien, liegt in roten Felsformationen. Heute Morgen, pünktlich zu Ostern, haben wir schon den Osterhasen hier gesehen. Ist streng genommen kein Hase. Viscucha heißen die, glaube ich, hier lokal. Sind so irgendwo zwischen Eichhörnchen und Hasen, aber trotzdem ganz fotogen. Und als Hase geht er gut durch bei uns, zumindest an Ostern.
Jetzt ist wieder soweit, das hat sich nicht verhindern lassen. Svenja hat mich wieder überredet, mitzugehen auf diese Tour mit so gefährlichen Tieren. Sie ist ihr ganzes Leben geritten und ich muss das immer mitmachen. Macht Spaß, aber ist natürlich auch nichts, wenn man es nicht kann. Und hier kommt schon das erste gefährliche Tier, Bondia geteilt. Um Gottes Willen, sind dann noch so hoch. Das Gute ist, dass du nicht zu Fuß gehen musst. Ja, das ist, da die lieber zu Fuß gehen wie mit so einem gefährlichen Viech. Das wird jetzt ein Abenteuer hier. Wir sind auf dem Weg ins Altiplano. Das ist das bolivische Wort fürs Hochland, was in Argentinien Puna ist. Von Tupiza gibt es eine direkte Strecke. Das andere wäre ein riesen Umweg über die Asphaltstraßen, gut 500 Kilometer Umweg. Wir haben jetzt mehrere Leute gefragt, ob es hier diese Piste, die direkt ist schlecht eingezeichnet, ob die überhaupt möglich ist für einen LKW. 2 Leute oder 3 Leute haben wir gefragt. 2 Leute haben gemeint, das geht nicht. Einer hat gesagt, das ginge. Jetzt schauen wir mal. Wir werden es jetzt mal probieren, zur Not drehen wir um, aber es wäre natürlich schon schön, wenn wir direkt hier hochkämen. Es geht dann ziemlich steil hoch, auf 4.500 Metern gleich. Tupiza liegt auf 2,9, auf 4,5 hoch innerhalb kurzer Zeit. Mal schauen, ob wir das packen. Uhr morgens. Wir sind losgefahren, haben gestern den Pass, wo wir nicht wussten, ob wir das schaffen, gut gemeistert. Es war ein traumhafter Blick. Hannes hat nicht so oft in die Landschaft geguckt. Gar nie. Gar nicht eigentlich, sondern hat sich sehr konzentriert. Und wir sind da mit 20 km/h ein paar Stunden hochgetuckert. Es war sehr, sehr eng und zum Glück sind nicht viele entgegengekommen. Tiefsand in den Kehren. Es war teilweise Tiefsand in den Kehren und es ging ziemlich steil hinunter und man hat die Anspannung im LKW gut gespürt. Es war teilweise absolute Stille. Die ganzen Lamas und Vicuñas, die lassen den Nestor keine Minute Ruhe. Und nachdem er ja ein Jagdhund ist, wird auch keins aus den Augen gelassen. Er sieht jedes ganz genau, ist auf Jagd und schreit. Das ist das typische Jagdverhalten, weil er die jetzt gerne jagen würde. Nach einer schlaflosen Nacht heute am wunderbaren Platz auf 4.600 Meter Höhe. Der Nestor hat heute auch riesig Probleme gehabt, konnte nicht schlafen, haben uns immer wieder aufgeweckt. Fahren wir jetzt hier irgendwelche alte Minenstraßen. Wir wissen selber schon gar nicht mehr, wo es lang geht. Sind eingezeichnet, aber so ganz
sicher sind wir uns da auch nicht. Jetzt kommen wir hier durch eine alte Minenstadt durch. Das ist wie so eine Geisterstadt. 16., 17. Jahrhundert wird hier Silber abgebaut. Man sieht die Verwaltungsgebäude, die kleinen Wohngebäude. Muss ein ziemliches Ausmaß gehabt haben. Jetzt bewährt sich zum ersten Mal unsere Ansaugpumpe, die wir nachgerüstet haben, aus dem Bergbach hier, dass wir Wasser saugen können. Das ist gar keine so einfache Angelegenheit, man muss den Schlauch erstmal hoch auslegen. Aber es funktioniert. Und jetzt können wir frisches Quellwasser in den Tank pumpen, was natürlich super ist hier, weil wir doch 4, 5 Tage weit weg von jeder Zivilisation sind. Und dann müssen wir beim Duschen nicht ganz so sparen, beziehungsweise müssen nicht ganz so aufs Duschen verzichten. Das hebt das Klima im Auto ganz unglaublich. Ja, die 2 Wochen Altiplano in der Höhe und dem ganzen Sand und dem Salz haben alle Spuren hinterlassen bei uns allen. Ja, alle sind voller Salz. Der Nestor geht eigentlich in jedes Wasser, wo es gibt, egal wie kalt, egal wie tief. Aber mit schön lauwarmem Wasser abgeduscht zu werden, ist natürlich die Höchststrafe. Das hasst er wie die Pest. Also das ist wie wenn er zum Schlachthof geführt würde. Aber jetzt muss er natürlich richtig schamponiert werden. Uyuni ist vielleicht eine der touristischen Städte in ganz Bolivien. Das kommt daher, dass hier der weltgrößte Salzsee ist, den man kennt von allen Postkartenmotiven und wo jeder mal gewesen sein will. Normalerweise meiden wir solche Orte. Die Touristen, die hier jeden Tag mit Hunderten von Toyotas in die Salzwüste fahren. Also es ist so bedeutend und natürlich so ein einmaliges Ziel, dass auch wir das jetzt machen. Wir heute uns mit dem Fahrer und dem Toyota da in die Wüste fahren, in die Salzwüste. Aber nicht mit dem eigenen Auto, weil das wird es kaputt machen mit dem Wasser und Salz. Frisst sich so in die Karosserie, das wollen wir nicht. Was anderes ganz Spannendes hier in Uyuni ist ein großer Zugfriedhof, Eisenbahnwagen, Dampflokomotiven, die hier nach dem Niedergang von der Linie Antofagasta nach Uyuni
Die hat seit dem 19. Jahrhundert englisch-bolivianisch zusammen bestanden, ist dann hier pleite gegangen, man hat die hier abgestellt und das ist ein schönes Zeugnis von der alten Vergangenheit. Die meisten Züge sind englische Bauart, aber einige Lokomotiven, haben wir gesehen, sind auch von Borsig, also damaliger deutscher Betrieb.